Ja, hi Leute, hier ist der Chris-Kanal, Sportbike-Experte, und heute geht es um das Thema Zündkerzen bei der FZR 1000. Jetzt hat Marco gerade mal Kompression gemessen und das Fazit ist quasi, ja, ich war gestern unterwegs auf der Autobahn und habe Gas gegeben, habe gemerkt, die Leistung bleibt aus. Nach und nach lief ganze Moped, glaube ich, nur noch auf einen Zylinder. Und deshalb bin ich gerade hier wieder bei LE Zweiradtechnik am Start. Wie du schon sagst, bei 5000 hat es ja schon. Da dachten wir ja schon jeden Moment, dass der aufgeht, der Motor. Da dachtet ihr das schon, ne? Ja, dazu habe ich erstmal den Tank natürlich demontiert. Dann muss hier auch das Hitzeschild runter. Zündspulen habe ich ausgebaut und alle Stecker gelöst, um mal die Kontakte zu überprüfen. Hier kriegt schon ganz schön der Kupferwurm drin rum. Habe mir ein bisschen Kontaktspray geholt von den Jungs, die wieder sehr kooperativ sind. Also das Wichtigste, wenn der Motor neu gemacht wird, ist, dass er erstmal rot lackiert wird, dann noch irgendwie Pulver beschichtet und dann noch Klarlack drauf kommt. So, der Rest ist nicht so wichtig, Hauptsache er wird rot lackiert. Ja, da hast du auf jeden Fall 30 PS nochmal mehr. Mit der roten Lackierung. Und hier ist man Close View auf die Zündkerzen. Und ja, glaube ich schon sehr gut sehen. Also diese Zündkerze habe ich vor kurzem noch mit Marco gewechselt. Leider sind wir nicht dazu gekommen, alle zu wechseln, was eigentlich besser gewesen wäre. Aber ja, aus solchen Rückschlägen lernt man natürlich auch. Und der Motor hat halt einen hohen Ölverbrauch. Allerdings will ich den im Sommer jetzt mal überholen lassen und dann hoffen, dass die Problematik dann nicht mehr vorherrscht. Aber dann musst du die Bremssätze auch rot machen, das sind nochmal 5 PS. 5 PS, ja. So leicht kriegt man niemals Leistung geschenkt. Ja, wäre schön, nein. Also das ist hier alles andere, da kannst du ein bisschen bei sparen, machst du Ventilschaftdichtungen, so ein bisschen aus Isolierband selber wickeln und Wenn Kolbenring auch so gebrochen ist, geben es einfach in so einen Kunkleber zusammen. oder gehen da nicht Kabelbinder, kannst du da nicht Kabelbinder in die Nuten reindrücken. Naja, und Das kannst du ja probieren, aber auf deine Verantwortung. na, ich glaube, wir machen das so. Na, der Bier macht wieder Kraft. So ist er leider. Ich hatte vor, Iridium-Zündkerzen verbaut von NGK, meine ich. Ich weiß es jetzt gar nicht. Also NGK, natürlich Iridium. Und war sehr zufrieden mit denen. Also Opet ist immer sehr gut angesprungen. Die haben wir letztens gewechselt. Also Iridium hat man nicht immer so vorrätig und muss es deshalb bestellen. Und ich schraube da jetzt auch 4 Nicht-Iridium rein, also die standardmäßigen Zündkerzen, die da hoffentlich reingehören. Falls das nicht so sein sollte, schreibt es unten in die Kommentare. Ich freue mich drüber. Ja, zum Rausschrauben der Zündkerzen gibt es hier einen schönen HZ Steckaufsatz Größe 18. Und damit habe ich die Kerzen ganz gut rausbekommen. Ja, jetzt werde ich halt die neuen Kerzen einbauen und dann nochmal einen Überblick geben. So sieht eine neue Kerze aus und im Vergleich dazu
die benutzte. Ja. Und die schraube ich jetzt darin. Leute, zum Anzugsdrehmoment kann ich nur sagen, lieber ein bisschen zu lose als ein bisschen zu fest. Also ihr seht, das ist hier so eine kurze Knarre und ich ziehe die Kerze quasi handfest an. Seht ihr? Das war's schon. Mehr muss es nicht sein. So, erste Kerze ist drin. Das ist natürlich der Vorführeffekt. Seht ihr, Kerze baumelt nicht da dran. Schön da drin. Und jetzt kommt zweite an die Reihe. So, letzten zwei Kerzen hat sich der Monsieur P. mal breit erklärt, das Ganze filmisch festzuhalten. Beim Einsetzen der Kerzen am besten ohne Knarre auf dem, so kriegt man das immer am besten eingefummelt und dann mit Gefühl reindrehen ins Gewinde, dass man halt ein bisschen Fingerspitzengefühl tasten, ob sich da was tut oder nicht. Jetzt bin ich an Widerstand gestoßen, das bedeutet, es hat geklappt und jetzt quasi handfest festziehen das Ganze. Mehr muss das an sich nicht sein. So, das war's. Und jetzt kommt die letzte Kerze an die Reihe. Das gute Stück. Für den ersten Zylinder. Das kann ich dann ja ein wenig vorspulen. Hoffentlich habe ich alle Achselhaare wegrasiert. Ja. Am besten mit beiden Fingern drehen, mit beiden Händen drehen, dann geht es schneller. Eure Finger nicht einklemmen. Ja, da. Das war's, Leute. Vielen Dank dem Monsieur P., dass er sich bereitgestellt hat, bereit erklärt hat für die ganze Geschichte. Und ja, es geht dann gleich weiter. Ja, vielleicht könnt ihr euch noch an das letzte Video erinnern mit dem Exab-Tutorial. Dazu war es nötig, die Abdeckkappe hier abzunehmen und dabei sind mir leider dann die Bolzen abgerissen. Jetzt habe ich mit Marco hier gerade 20 Minuten rumgekniet und wir haben da mal so ein paar Drähte rumgewickelt und das Ganze ist jetzt auch ziemlich fest, also wackelt nichts. So sieht das Ganze von hier aus, also hier unten habe ich den Draht hier unten mit dem Akku drumherum gewickelt. Und ja, das ist eine Möglichkeit, das Teil da halt wieder sicher über der Exab-Riemenscheibe da zu befestigen. Willst du nichts sagen? Nein, Pierre, frag bitte. Wann hast du denn das letzte Mal Ventile kontrolliert? Ja, haben wir doch bei euch. Meinst du, könnte das auch am Ventilspiel liegen? Das ist keine Kompression? Natürlich, selbstverständlich auch.
Okay, also, aber wir hatten gerade an 2 Kerzen richtig Öl. Also richtig Öl, Marco, ne? Ich meine, Das ist nicht länger als ein Jahr her, das Ventilspiel. wenn du in der Zeit 100.000 gefahren bist. Ne? Okay, also könnte man sagen, erstmal noch Ventilspiel kontrollieren, ehe mal den Motor rausruppt und ja. Aber so gut lief der wirklich nicht mehr, sage ich mal. Und der Ölverlust immer. Irgendwann ist es immer so. Wie du schon sagst, bei 50.000 hat es ja schon. Da dachten wir ja schon in jedem Moment, dass der aufgeht, der Motor. Da dachtet ihr das schon, ne? Ja, und Thomas hat mir das ja auch gesagt. Aber willst du machen, wie das halt ist im Leben. Du machst jetzt eine Probefahrt, wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ja, die geht jetzt ab hier wie der Einzylinder vom Edgar in Norwegen. Macht auch so töff, töff, töff. Töff, 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 töff. Ach ja. Aber freust du dich denn schon, den Motor aufzumachen? Kann dir es vorher 6 Motoren geben, die ich noch zusammenstecken muss. Ist zwar schwierig, werden die reinzustecken, aber. Nein. Und Thunder Ace Motor. Ja, wir sollten den erstmal aufmachen, gucken, was überhaupt alles hin ist. Man muss ja nicht nur Kolbenzylinder sein, die halt draufgegangen sind. Kann halt auch mehr sein. Ja gut, die Kupplung hat ja auch die Faxen gemacht, ja, und bringt ja alles nichts. Aber ich muss wirklich sagen, das Teil hat gehalten bis zu Schluss und kann man eigentlich nichts gegen sagen. So, verehrte Leute, beim Draufstecken der Zündstecker auf die Zündkerzen darauf achten, dass auch der richtige Stecker auf die richtige Kerze kommt. Bei der FZR 1000 3LE ist hier an dieser Stelle der erste Zylinder, somit hat der Stecker hier auch, meine Güte, die Nummer 1. So, hier haben wir die 2. Da. Den dritten Zylinder. Und einmal hier den 4. Ja. So. Jetzt kommt der Hitzeschild drauf. Werde die Zündspulen wieder fest schrauben, dann hier die Kabelverbindungen wieder herstellen für die Stromleitungen. So sieht's aus. So Leute, der Spritzschutz oder der Hitzeschild oder was das hier
eigentlich darstellt. Ich nehme mal an, das ist so eine Art Spritzwand, nennt sich das im PKW, und so eine ähnliche Funktion wird das auch erfüllen. Ist ein bisschen fummelig, das hier reinzukriegen, und wichtig ist diese kleine Aussparung hier. Diese kleine Aussparung ist für das Zündkabel vom ersten Zylinder. Hier auf der Seite hat man eine wenig größere Aussparung für das Hauptkabel von der Zündspule. Und um die Spritzwand einzubauen, muss man sie halt ein bisschen biegen, so halbmondförmig, und dann so unter den Gaszügen hindurchschieben. Okay Leute, also ich hatte die Kerzen jetzt gewechselt. Möhre lief danach immer noch wie ein Sack Nüsse. Kam irgendwie aus dem Vergaser eine Flammen raus, wie beim Dragster, und war am Zischen und am Machen. Jetzt hat Marco gerade mal Kompression gemessen, und das Fazit ist quasi also Zylinder 1 und 2 kommt gar nichts mehr, überhaupt keine Kompression mehr. Überhaupt nichts. Und ja, dritter hat noch 7 und Der vierte hat eine 8. Tja, so sieht's aus, Leute. Das war's erstmal mit dem Schätzchen. 89.000 immerhin. Ja, Passiert. sagt man nichts dazu. Schade, aber ja. Einfach gut. Bleibt jetzt erstmal noch ein bisschen bei euch. Ach ja. Marco, jetzt sind wir uns ja einig, der Motor muss raus, muss gemacht werden. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Könntest du das mal kurz erklären, wie das jetzt vonstatten geht? Also die Verkleidung müsste als erstes entfernt werden. Genau, also die Seitenteile müssen runter, dann halt, was einfacher ist, Öl und Waschwasser mal rauslassen, damit das halt dann hinterher ist. Dann fängst du halt an, Vergaser runterzureißen, deine Exab-Motor und so Kleinigkeiten, damit sie alle weg hast. Dann eine Ritzelabdeckung runter, Ritzel ab, dass du die Kette lose hast, und dann die ganzen Achsen vom Motor selber, die letzten Kabel, die da noch dranhängen, und dann lässt du den nach unten raus. Dann bist du eigentlich so fertig. Also der wird von unten aus den Rahmen ausgebaut. Boah, also praktisch stelle ich mir das jetzt wirklich sehr aufwendig vor. Ah, es geht. Also bleibt dann der Motor auf dem Boden und der Rest des Bikes wird dann angehoben? Entweder so, oder du packst hier halt einfach den Wagenheber sonst drunter, lässt den Motor ab dann. Je nachdem, wo du halt das Moped bekommst, wie mit dem Ständer. Ja. Oder halt im Kran den Rahmen festmachen, dann nach oben wegziehen. Ja, stimmt. Das passt ja hier ganz gut. Da macht man hier eine Schlaufe durch. Ja, gucken, dass du halt alles so Die machst, dass Rahmen nichts öffnen. für Max. Und dann, wenn du den Motor draußen hast, Ventildeckel einmal runternehmen, gucken, wie die Ventile sind. Vom Spiel her, und dann reißt du eigentlich alles nur nach runter. Kopf, Zylinder. Guckst dir da an, wie die Kolben und alles aussehen. Wahrscheinlich, wenn die Kolben kriegen wir erstmal Arschlein, aber. Ja, schon seit Kilometerstand 20.000, glaube ich. Ja, glaube ich.